Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Ich bin Daniel von Perspektive Ausland und heute sprechen wir über ein Thema, das für viele von euch interessant ist, nämlich wie man am schnellsten einen zweiten Pass bekommen kann, ohne dabei eine große Investition tätigen zu müssen. Ein zweiter Pass kann ja viele Vorteile bieten, von großer Reisefreiheit bis hin zu mehr persönlicher Sicherheit oder neuen beruflichen Möglichkeiten, Zugang zu Banken, Firmengründung in anderen Regionen. Aber nicht jeder hat eben 100.000 Euro oder mehr für Investitionsprogramme, Immobilienkauf, Spenden und so weiter übrig. Glücklicherweise gibt es eben Alternativen. Und man muss zuerst natürlich die Ausgangssituation verstehen, bevor wir jetzt die einzelnen Optionen mal näher besprechen. Man musste also verstehen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, eben einen zweiten Pass zu beantragen und auch schnell zu bekommen. Und das hängt natürlich immer von meiner persönlichen Situation ab, meiner Abstammung, meinem Geburtsort, meinen familiären Verbindungen. Und dies sollte ich eben zuerst prüfen, bevor ich jetzt überlege, in ein anderes Land ziehen zu müssen, um einen Pass zu bekommen oder auch zu investieren. Also Option 1, einen Pass schnell zu bekommen, ist eben das Abstammungsprinzip. Es ist die schnellste und einfachste Methode, auch mit den geringsten Kosten. Und viele europäische Länder wie Italien, Irland, Deutschland, Polen, Ungarn, die bieten eben Staatsbürgerschaften oder solche Programme für Nachkommen ihrer Bürger an. Zum Beispiel in Italien könntest du die italienische Staatsbürgerschaft beantragen, wenn du irgendeinen männlichen Vorfahren hast. Es gibt also keine Generationsbegrenzung. Also selbst wenn der Großvater, Urgroßvater, Urgroßvater eben in der männlichen Linie mal Italiener war, dann kannst du die italienische Staatsbürgerschaft beantragen. Also prüf das, bevor du überlegst, da 100.000 Euro oder mehr für eine Staatsbürgerschaft bei Investment auszugeben oder in ein anderes Land zu ziehen. Übrigens auch Irland ist es so, dass wenn Eltern oder Großeltern irisch waren, dann kannst du eben deinen Anspruch möglicherweise haben. Ungarn, da gibt es auch ein vereinfachtes Verfahren für Nachkommen ungarischer Staatsbürger. Überprüfe also zuerst deine Familiengeschichte. Genau, vielleicht hast du ja Anspruch auf einen europäischen Pass oder irgendeinen anderen Pass, ohne das zu wissen. Option 2 ist die Wiederherstellung einer verlorenen Staatsbürgerschaft. Das ist besonders natürlich interessant für Menschen, zum Beispiel die in Krisenzeiten wie der Nazi-Zeit beispielsweise ihre Staatsbürgerschaft verloren haben, indem sie einfach ausgebürgert wurden. Und man nennt das dann die Wiederherstellung von Staatsbürgerschaften. Option 3 ist Ehe oder Partnerschaft beziehungsweise die Geburt eines Kindes in einem anderen Land. Ja, durch Heirat kann man in vielen Ländern eben eine beschleunigte Einbürgerung durchlaufen. Portugal zum Beispiel kann man nach 3 Jahren Ehe die Staatsbürgerschaft beantragen. Spanien verlangt nur 1 Jahr Ehe mit einem spanischen Staatsbürger und schon zack, kann man eben den Pass beantragen. Natürlich soll man jetzt nicht für einen Pass heiraten, aber für bestehende Beziehungen ist das durchaus ein wichtiger Hinweis, denke ich. Option 4, und das ist jetzt vielleicht für die meisten interessant, ist eben der Aufenthalt. Also Einbürgerung durch Aufenthalt, möglicherweise eben nur kürzere Zeit, nicht viele Jahre, sondern nur wenige Jahre. Und dann braucht man keine familiären Verbindungen, man braucht keine Investitionen. Das ist der einfachste, schnellste, häufigste Weg übrigens, den Personen wählen, um einen zweiten Pass zu bekommen, ohne viel Geld zu investieren. Und Argentinien ist ja der absolute Favorit, als eines der schnellsten Programme oder überhaupt vielleicht das schnellste Programm weltweit mit nur 2 Jahren legalen Aufenthalt bis zum Passerwerb. Und der Pass ist ein sehr guter Pass. Man kann in 170 Länder reisen, Platz 19 weltweit im Passranking. Man braucht keine Sprachkenntnisse, keine Landeskenntnisse. Hier entscheidet ein Einzelrichter in einem Termin. Und den interessiert eigentlich in erster Linie, dass du eine Bindung zum Land, dass du die nachweisen kannst. Also vielleicht hast du im Fußballclub oder im Schachclub dich angemeldet oder man kann da Fotos vorlegen, dass man wirklich gut integriert ist. Man kann vielleicht auch Briefe von einer Firma oder von Organisationen nachweisen, die bestätigen, dass du dich da engagierst. Es ist allerdings eben wichtig, dass du wirklich in den 2 Jahren bis zur Beantragung etwas mehr als 1 Jahr wirklich dich in Argentinien aufgehalten hast. Ja, Argentinien, man hat da den Millet, da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber viele, die dort leben, wir haben auch Mitarbeiter in unserem Team, die da leben, die sehen eigentlich die Aktion vom Millet sehr positiv. Man kann zumindest wohl im Land positive Auswirkungen wie das Abbremsen der Inflation beobachten. Andererseits hat dort in Argentinien natürlich die Inflation der letzten Jahre zu einem mindest leichten Anstieg der Kriminalität in einigen Regionen
geführt. Also man sollte da aufpassen, wo lässt man sich nieder, wo wohnt man. Es gibt wunderschöne Städte, wunderschöne Landschaften, ein tolles Lebensgefühl, hohe Lebensqualität, vor allem wenn du eben dein Einkommen in Euro oder Dollar hast, dann profitierst du ja sogar von der Inflation. Peru ist auch für viele interessant. Nach 2 Jahren durchgehenden Aufenthalt kann man dort die peruanische Staatsbürgerschaft beantragen. Der Pass bietet zu 142 Ländern Zugang. Lima ist eine wunderschöne Stadt, Cusco, Machu Picchu. Es ist ein Part of der Mercosur-Staaten. Der Pass hat eine gute Reputation. Peru ist kaum unter dem Radar. Also wenn du so als Deutscher mit einem Pass von Vanuatu an der Grenze stehst oder einreist, dann wirst du vielleicht schon anders angesehen. Wieso hat er jetzt einen Pass von Vanuatu, aber einen Pass von Argentinien oder Peru? Wenn du da an irgendeiner Grenze stehst, einreist, da wundert sich niemand, wieso du mit diesem Pass da jetzt so durch die Gegend ziehst oder mit so einem Pass im Hotel eincheckst oder vielleicht ein Bankkonto eröffnest. Und die Küche übrigens in Peru, also man sagt, Peru hat mit das beste Essen weltweit. Würde mich deine Meinung interessieren, kennst du eigentlich die peruanische Küche und siehst du das auch so, kannst du gerne mal in den Kommentaren schreiben. Dann die Dominikanische Republik, ja in Verbindung mit Investitionen ja eigentlich auch das schnellste Programm mit. Nach 6 Monaten kannst du dort schon, wenn du ein Haus zum Beispiel für 200.000 Euro kaufst, kannst du da schon den Pass beantragen. Aber es geht ja jetzt hier nicht um Passport bei Investment. In der Dominikanischen Republik kannst du nach 2 Jahren legalem Aufenthalt schon auch die Staatsbürgerschaft beantragen. Die Hürden sind sehr niedrig und die Lebenskosten sind sehr, sehr niedrig in der Dominikanischen Republik. Das macht es also auch durchaus sehr spannend und interessant. Du kannst nicht in so viele Länder visafrei einreisen, wie zum Beispiel mit dem argentinischen Pass. Aber das Klima ist toll, es hat eine gute Reputation und wie auch die lateinamerikanischen Länder ist es eben nah zu Miami, USA, generell Kanada. Also durchaus interessant. Übrigens generell, wenn ein Kind unterwegs ist oder geplant ist, dann ist es durchaus auch nicht uninteressant zu überlegen, das Kind in einem lateinamerikanischen Land zur Welt zu bringen. Es gibt dort Krankenhäuser mit sehr hohem Standard, gute Ärzte, deutsch sprechende Ärzte und es gibt eben interessante Länder, in denen du für das Kind und gleich für die Eltern mit die Staatsbürgerschaft beantragen kannst. Auch hier übrigens wieder Argentinien würde das nur ein paar Wochen dauern, Brasilien nur ein paar Wochen, auch Costa Rica, El Salvador könnten da sehr interessante Länder sein. Generell gibt es auch andere interessante Passportprogramme, also durch Aufenthalt nur kürzere Zeiten wie in Bolivien, Paraguay, Peru oder Honduras, was aber für uns nicht bedeutet, dass wir euch empfehlen, zum Beispiel in Honduras zu leben, nur um den Pass zu bekommen. Ganz im Gegenteil, also ich würde da vielleicht fast abraten, das käme zumindest nicht auf meine Favoritenliste. Die Kriminalität ist sehr, sehr hoch, aber Paraguay könnte schon interessant sein, wobei Argentinien eben viel, viel schneller geht. Also in Paraguay 3, 5 oder 7 Jahre zum Passport. Ich würde da wahrscheinlich Argentinien vorziehen, wenn ich auf der Suche nach einem Land bin, in dem ich nicht durch Investment, sondern durch Aufenthalt vor Ort eben den Pass dann beantragen will. Und Argentinien sowieso, weil du dort keine Sprach- und Landeskenntnisse vorweisen musst. Armenien taucht immer wieder in der Liste auf, weil du dort auch nur 3 Jahre rechtmäßigen Aufenthalt brauchst und dann die Staatsbürgerschaft beantragen kannst, aber man muss das Land und die Kultur, die Region schon lieben. Es ist auch nicht ganz ungefährlich, es ist eine Krisenregion dort, zu Aserbaidschan zum Beispiel, in Grenznähe, ist also ein Konflikt, der schon ewig dauert und man sollte sich überlegen, ob dann eventuell doch Lateinamerika interessanter wäre. Wenn du jetzt einen schnellen Zugang zum Passport durch Nicht-Investition, sondern durch Aufenthalt, also Naturalisation suchst, dann würde ich vielleicht Argentinien eher auf die Favoritenliste setzen als Armenien. Vielleicht noch ein Tipp, also generell, wenn man jetzt eine strategische Entscheidung für den Plan B-Pass, also für mehr Reisefreiheit, für mehr Sicherheit, für mehr Zugang zu Bankkonten und so weiter und so fort sucht, könnte man auch eine kluge Kombination eben von einem einfachen Pass in Verbindung auch mit dann weiteren Visa in den Pass suchen. Dazu gern mehr auch im Beratungsgespräch. Und denk dran, der Prozess zur Erlangung eines zweiten Passes erfordert in jedem Fall Geduld, sorgfältige Planung, Recherche, natürlich auch wenn du planst nach
Argentinien oder einem anderen Land, das wir gerade besprochen haben, umzuziehen. Es geht ja nicht nur um den Pass, es geht darum, dann auch den idealen Wohn- und Lebensort zu finden, zu suchen. Vielleicht hast du Kinder, dann geht es um die Schule, die du für die Kinder suchst. Also willst du sie auf eine internationale Schule schicken oder willst du sie auf eine Online-Schule schicken? Ist in dem jeweiligen Land Online-Schooling überhaupt oder Homeschooling erlaubt? All das muss recherchiert werden oder wir sprechen im Beratungsgespräch darüber. Wenn du dennoch sagst, ich will einen Pass ganz schnell, ich habe da keine Zeit, keine Geduld, ich will in 2, 3 Monaten Pass, dann geht das eben nur durch Spende oder Investition. Wir beraten ja übrigens zu allen mehr als 12 Ländern inzwischen, in denen du per Express einen Pass erhalten kannst. Übrigens die höchste Flexibilität und Sicherheit bietet natürlich auch ein Diplomatenpass. Auch darüber können wir sprechen. Ein Diplomatenpass hat natürlich den Vorteil, du hast keine Steuern im Land, in dem du lebst, du hast Immunität, keine Gepäckkontrolle, also niemand darf dein Notebook oder Handy beschlagnahmen und du bist natürlich von der Wehrpflicht befreit, also auch eine sehr interessante Option. Wenn du zu allen Passprogrammen weltweit oder auch zum Diplomatenpass mehr wissen möchtest, dann vereinbare gerne einen Beratungstermin. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Und ansonsten abonniere gerne unseren Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Klick auf den Daumen hoch, auf die Glocke, damit du keins der weiteren interessanten Pässe zum Thema Citizenship by Investment oder auch anderen interessanten steuerlichen Themen verpasst. Und übrigens noch nebenbei, wir beraten ja auch zum momentan schnellsten und auch günstigsten Passportprogramm Sierra Leone. Wir haben im Juni eine Reise geplant nach Sierra Leone. Den Link blenden wir ein. Du kannst dich gerne bewerben, um mitzukommen. Wir können leider nicht alle mitnehmen, die sich vielleicht dafür interessieren, aber du kannst dich bewerben, auf die Warteliste setzen, mir auch gerne schreiben, warum du mit nach Sierra Leone willst oder dich für diesen Pass interessierst. Und vielleicht sehen wir uns dann auch im Juni schon in Sierra Leone. Bis dann, bleib fröhlich. Ich freue mich, dich hier auf dem Kanal wiederzusehen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.